Beim Thema Territorialbesteuerung, da denkt man sofort an Paraguay, Panama und Costa Rica. Tatsächlich gibt es aber noch ein ganz anderes, sehr attraktives Land, das nach Territorialsystem besteuert. Es ist englischsprachig und es sind, du hast es vermutlich schon geahnt, die Philippinen. Warum die Philippinen mit das beste territoriale Steuersystem haben, das werde ich dir einmal in diesem Video erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du die Philippinen als Basis nutzen möchtest, zum Beispiel weil du digitaler Nomade bist, weil du gerne nach Asien umziehen möchtest oder auch einen guten Plan B Wohnsitz suchst, dann können wir dir hier das komplette Leistungsspektrum anbieten, von einer echten Wohnung bis zu einem echten Führerschein und einem Konto in Singapur und das Ganze komplett remote, ohne dass du dafür auch nur eine Flugstunde reisen musst. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos und natürlich veranstalten wir auch regelmäßig Reisen und Seminare nach Davao City in den Philippinen, wo wir seit langer Zeit einen Standort haben. Auch dazu Termine auf unserer Webseite, eine ganze Woche dort, intensives Seminarprogramm. Und dann haben wir natürlich auch Immobilien, die tolle Natur, die netten Menschen und das hervorragende Essen dort kennenzulernen. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei sein kannst. Auch dazu alle weiteren Details auf unserer Webseite. Nun aber zum eigentlichen Inhalt dieses Videos. Wenn man über Territorialbesteuerung spricht, also Länder, die nach dem Territorialsystem besteuern, dann denken wir vor allen Dingen an Länder in Südamerika. Es gibt noch ein paar andere Länder, aber vor allen Dingen Südamerika sticht hier hervor. Im Folgenden werde ich dir eine Liste der wichtigsten Länder nennen, die nach Territorialsystem besteuern. Wir haben Bolivien, Botswana in Afrika, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay. Dann haben wir auch noch effektiv territorial, aber unter Vorbehalt die Dominikanische Republik, Georgien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Macau. Das sind die wichtigsten Länder. Die Non-Dom-Staaten habe ich jetzt einmal außen vor gelassen. Das sind natürlich Länder wie Malta, wie Thailand oder auch wie Irland. Wie gesagt, die lateinamerikanischen Länder, sie dominieren hier. Wir machen ja sehr viel hier auch zum Thema Lateinamerika, bieten diesbezüglich auch umfangreiche Dienstleistungen an. Ein wunderbarer Kontinent, hohe Lebensqualität, nette Menschen und eine unglaubliche Vielfalt. Also überhaupt nichts gegen Lateinamerika und natürlich auch nicht gegen Afrika, ganz klar. Aber ich wollte heute spezifisch nochmal auf ein anderes Land eingehen, das aus meiner Sicht, und wir haben ja auch schon dazu viele Videos gemacht, viele Vorteile hat, die bei dir vielleicht bisher noch nicht so auf dem Schirm waren. Die Rede ist genau von den Philippinen. Die Philippinen haben ein strikt territoriales Steuersystem, wenn es um Ausländer geht. Also Personen, die nicht die philippinische Staatsbürgerschaft haben und in den Philippinen leben, werden rein territorial besteuert. Es gibt kein Welteinkommensprinzip. Steuerpflichtig sind nur die Einkünfte, die einen Bezug zu den Philippinen haben. Also wenn du in den Philippinen als Freelancer zum Beispiel tätig bist für eine ausländische Gesellschaft, wenn du in den Philippinen eine Anstellung hast, wenn du dort Immobilien hast, wenn du philippinische Aktien verkaufst oder philippinische Zinsen bekommst, das ist alles in den Philippinen zu versteuern. Völlig egal, wie lange du dich in den Philippinen aufhältst. Auch wenn du dich nie in den Philippinen aufhältst, aber entsprechende Einkünfte hast, sind diese in den Philippinen zu besteuern. Das ist eben das Territorialprinzip. Alles andere ist in den Philippinen nicht steuerpflichtig. Das heißt natürlich auch, wenn du in den Philippinen wohnst und zum Beispiel für deine Tätigkeit außerhalb der Philippinen verweilst, wirst du ebenfalls auf diese Einkünfte keine Steuern bezahlen. Selbst zum Beispiel, wenn du jetzt einen philippinischen Arbeitgeber hättest, aber deine berufliche Tätigkeit würde in anderen asiatischen Ländern stattfinden, wird hierauf in den Philippinen keine Steuer fällig. Denn die Arbeitsleistung findet ja nicht in den Philippinen statt. Gegenüber vielen lateinamerikanischen Ländern haben die Philippinen ein paar Vorteile. Erstens, es ist komplett englischsprachig. Zweitens, die Philippinen haben ein Doppelsteuerabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das haben ja viele der lateinamerikanischen Länder, insbesondere steuergünstige, nicht. Also wenn wir zum Beispiel an El Salvador oder auch an Panama oder Paraguay denken. Dieses Doppelbesteuerungsabkommen hat etliche Vorteile. Es entfaltet eine Schutzwirkung. Allein die Tatsache, dass du schon einen Wohnsitz in dem Land hast, heißt dann, dass du dort steuerpflichtig bist. Und das wird auch dann zum Beispiel aus deutscher, österreichischer und Schweizer Sicht anerkannt. Anders als bei Ländern ohne Doppelbesteuerungsabkommen, wo du ja für die Anerkennung der steuerlichen Ansässigkeit mindestens dann 183 Tage in dem Land verbringen
musst. Ich rede jetzt davon, wie andere Länder dann die steuerliche Ansässigkeit beurteilen, nicht natürlich das Land selbst, völlig klar. Ein anderer wichtiger Vorteil ist, dass du in den Philippinen keinen Aufenthaltstitel brauchst. Du brauchst kein Visum. Du kannst dort als Besucher dich bis zu 3 Jahre aufhalten. Und jedes Mal, wenn du das Land verlässt, wird die Uhr wieder zurückgesetzt. Dennoch, auch wenn du dort keinen Aufenthaltstitel hast, bekommst du natürlich dann eine Meldebestätigung, wenn du dort eine Wohnung mietest. Du bekommst eine Steuernummer, du bekommst eine Bestätigung des Finanzamtes, du bekommst auch einen Führerschein. Und all diese Dinge lassen sich remote machen. Ja, das heißt, anders als wenn es zum Beispiel in Paraguay, Panama oder Costa Rica geht, musst du nicht erst dort anreisen, musst dann möglicherweise noch länger warten, bis du einen Aufenthaltstitel hast. In den Philippinen ist das alles nicht notwendig. Dort ist das ganze komplette Setup eben remote zu machen. Kontoeröffnung in den Philippinen geht nicht remote, dafür müsste man dann lokal sein. Allerdings können wir für dich, wenn du dann den Wohnsitz in den Philippinen, den wir für dich einrichten, hast, in Singapur dann ein Konto remote einrichten, was dann natürlich mit dem Wohnsitz in den Philippinen verknüpft ist und somit zum Beispiel nicht unter den automatischen Informationsaustausch fällt. Das heißt also für all jene, die zum Beispiel dauerreisend sind, die aber irgendwie einen soliden Wohnsitz haben müssen, damit sie sich zum Beispiel gegenüber Banken und Behörden identifizieren können mit den üblichen Ausweisdokumenten, mit den üblichen Steuernummern, für die sind eigentlich die Philippinen ideal. Vor allen Dingen, weil die Anmietung einer Wohnung dort auch sehr günstig ist. Dort, wo unser Office ist in den Philippinen, Davao, kriegst du eine einfache Wohnung für $150 im Monat. Und das ist jetzt keine WG, das ist kein sogenannter Compliance-Wohnsitz, sondern das ist deine eigene Wohnung. Natürlich relativ einfach, aber jetzt auch nicht kakerlakenverseucht, einfach sauber. Das kannst du mit Google Street View anschauen. Da bekommst du einen richtigen Mietvertrag, der ist notariell bestätigt. Da hast du Utility Bills. Wie gesagt, du hast deine Steuernummer und alle anderen Unterlagen, die du dann auch benötigst, um diesen Wohnsitz effektiv zu verwenden. Du kannst auch eine etwas teure Wohnung anmieten, sagen wir mal für $400-500 im Monat. Man würde immer sagen, je besser die Wohnung, desto natürlich aussagekräftiger, so belastbarer ist natürlich auch das Dokument so glaubwürdiger. Ja? Die Hausverwaltung, in der sich dieses Apartment befindet, kann dann dieses Apartment für dich per Airbnb oder einer lokalen Variante von Airbnb, besser gesagt, vermieten, sodass dein Großteil der Miete eigentlich für dich schon wieder erwirtschaftet wird. Das heißt eben, anders als bei vielen Pseudolösungen hast du nicht nur eine Paper Residence, sondern du hast einen wirklichen Wohnsitz. Und da, wie gesagt, die Philippinen ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz haben und unter der Annahme, dass dein Wohnsitz zu Hause natürlich aufgibst und nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig bist, dann gilt dieser Wohnsitz in den Philippinen, weil es ja eine richtige möblierte Wohnung ist, dann eben als ein Wohnsitz im Sinne des Abkommens. Eine bloße Compliance-Adresse, also irgendwo so eine Wohnung, die kein wirklicher Wohnsitz ist, die du nicht wirklich dauerhaft nutzen kannst. Es kommt nicht darauf an, ob du sie dauerhaft nutzt, es kommt darauf an, ob du sie nutzen kannst. Ja, also eine solche Compliance-Adresse gilt natürlich im Sinne des Abkommens nicht als Wohnsitz. Und das eben genau ist der große Vorteil. Es ist auch möglich, in den Philippinen einen belastbaren Aufenthaltstitel zu haben. Es gibt hier 2 verschiedene Varianten. Einmal das SRV-Visum, das ist das Rentnervisum. Da bekommst du sofort ein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Du bekommst also nicht erst ein temporäres Aufenthaltsrecht, du musst das dann erneuern nach einigen Jahren, sondern du bekommst ein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Du musst nicht investieren, du musst nur eine Kaution dort hinterlegen. In der Regel so ungefähr $20.000. Die kannst du zum Beispiel auch verwenden, um eine Wohnung dort zu kaufen, wenn du möchtest. Das andere Visum, der andere Aufenthaltstitel, der sich besonders eignet, wenn du eben noch nicht 40 bist, ab dann kannst du das Rentnervisum antragen. Das ist das SIRV-Visum, das ist das Investorenvisum. Dafür musst du $75.000 in philippinische Bonds oder Aktien investieren. Auch das gibt dir dann sofort ein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Aber wie gesagt, auch ohne Visum kannst du ansonsten in den Philippinen dich aufhalten. Dieser Aufenthaltstitel ist natürlich da nochmal aussagekräftiger, aber für die bloße Einrichtung eines Wohnsitzes ist es nicht notwendig. Also, wenn auch du an den Philippinen interessiert bist, wenn du daran interessiert bist, dort einen Wohnsitz einzurichten, wenn du einen Plan B Wohnsitz dort gerne in Anspruch nehmen möchtest, können wir dazu gerne ein Beratungsgespräch buchen. Du kannst ein Beratungsgespräch gerne mit mir führen oder auch mit meinem Kollegen Tim, der dort unser Büro leitet. Der kann dich zu den ganzen Abläufen hervorragend informieren, spricht allerdings kein Deutsch, sondern nur Englisch. Details zu den Beratungsgesprächen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Auch alle weiteren Infos zu unserem umfangreichen Serviceangebot auf unserer Webseite. Und natürlich würde ich mich freuen, dich vielleicht bei unserem Event, bei unserer Reise nach Davao vor Ort kennenlernen zu dürfen.
Alle weiteren Details auch dazu auf unserer Webseite. Wo sonst? Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, rechtssichere Vermögenssicherung, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.